Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit dem Thema Süßkartoffeln und Ingweranzucht zu Hause. Damit ich im ganzen Jahr auf mein Wissen zurückgreifen kann, habe ich in meinem Gartenplaner, den ihr ja bestimmt noch kennt, auch eine Abteilung Pflanzenwissen. Nach und nach dokumentiere ich auf diesen Seiten die wichtigsten Fakten zu den Pflanzen, die ich jetzt persönlich im Garten anbaue, so dass ich immer mal nachschlagen kann und nicht immer mein Handy zücken muss. Und weil mir bei Süßkartoffel hier noch ein kleines Merkblatt fehlt, zeichne ich das schnell mit euch jetzt mal zusammen. Ich blende euch mal einen Eindruck vom letzten Jahr ein. Die langen Winden sind im Hochbeet zwischen den Tomaten und Kartoffeln kaum zu finden. Was ich da natürlich schon wusste, ist, dass Süßkartoffeln wärmeliebend sind. Aber dieses Jahr achte ich besonders auf die Pflanznachbarn. Und das sind sehr vielfältige, außer eben die Nachtschattengewächse. Das war mein Fehler im letzten Jahr. Dieses Jahr habe ich daher, wie ich in der Beetplanung gezeigt habe, im Hochbeet 3 die Süßkartoffeln neben rote Beete und Bohnen geplant. Das Video zu der Beetplanung verlinke ich hier oben im i. Ja, die Süßkartoffel ist ein Nachtschattengewächs, nicht winterhart, deswegen ziehen wir sie jetzt auch vor. Und sie machen so ganz lange Winde von bis zu 2 Metern. Meiner Erfahrung nach sind es eher Schwachzieher und auch der Wasserbedarf ist eher gering. Allerdings, wenn ein anderer Starkzehrer in der Nähe ist, dann würde ich da sehr darauf achten. Vollsonnig und eine Kompostdüngung empfiehlt sich. Mit der Anzucht kann man im Januar und Februar beginnen und eine Keimung bei 20 Grad ist hier auch wieder zu empfehlen. Nach 3 bis 4 Monaten steht in den Büchern, fängt man an zu ernten, wobei auch weil die Pflanzen ja nicht winterhart sind, können wir die erst nach den Eisheiligen im Freiland auspflanzen. Was man nicht weiß ganz häufig ist, dass man auch die Blätter von der Süßkartoffel essen kann. Kann man wie Spinat zubereiten, was sehr praktisch ist, da die Süßkartoffel sehr viele Blätter ausbildet und häufig das ganze Hochbeet voll rankt, wenn es gut im Saft steht. Die Pflanznachbarn, die die Süßkartoffel liebt, sind Bohnen, Möhren, Kümmel, verschiedenste Blühpflanzen wie Tangetes habe ich auch recherchiert, Meerrettich, Kohlrabi, Mangold, Radieschen, Spinat oder Salat. Ja, an dieser Stelle danke. Ihr ahnt gar nicht, wie sehr ich mich über 2000 Abonnenten freue. Das ist unfassbar, wie ihr das geschafft habt. Ja, machen wir mal weiter mit der Abteilung Anpflanzung von Süßkartoffeln und Ingwer. Süßkartoffeln hatte ich ja letztes Jahr schon im Garten gemacht. Und letztes Jahr habe ich das wie folgt gemacht, dass ich mir die Stecklinge gezogen habe. Und wir haben jetzt hier 2 Ausgangsvarianten. Variante 1, man sieht es ein bisschen, die habe ich schon etwas länger. Die hat schon von sich aus angefangen zu keimen. Das ist für mich jetzt super praktisch. Ich kann jetzt diese kleinen Triebe nehmen. Und die haben auch, wie man das bestimmt gut erkennt, schon kleine Wurzelansätze. Und das mache ich mir jetzt zunutze. Das ist das Ziel, was wir haben wollen. Wir wollen diese kleinen Triebe haben. Die Blätter sind hier noch super klein ausgeprägt, weil das im Schatten lag. Also das hat auch im Schatten funktioniert. Und die nehme ich jetzt ab und stecke die erstmal in ein Glas, weil das Ziel ist,
diese Stecklinge jetzt zu bewurzeln. Für den Zweck entferne ich die kleinen Blättern. Aus den Blättern, die könnte man übrigens auch bewurzeln, wenn man mehr Stecklinge benötigt. Ich benötige das jetzt nicht. Dann schneide ich mir nochmal hier unten das schön sauber. Aber die Wurzeln kommen ja dann sowieso aus diesen kleinen, die Wurzeln kommen sowieso aus diesen kleinen Nupsis da raus. Sieht man eigentlich ganz schön, ne? Und dann stecke ich die in ein Glas, damit mir das nicht runterplumpst und dann irgendwie zu schimmeln beginnt, packe ich die an eine Wäscheklammer. So hängen die ein bisschen im Wasser, ohne dass sie nach unten fallen. Ich mache das jetzt mit allen. Und theoretisch kann diese Knolle auch noch mehr Triebe produzieren, denn aus all diesen kleinen Auskerbungen, aus diesen Rillen, kann theoretisch ein kleiner Keimling entstehen. Hier überall könnte eigentlich einer werden. Ich könnte die also jetzt noch liegen lassen, wenn ich möchte, oder ich könnte die zweite Methode machen, die ich euch auch gleich zeige. Jetzt packe ich die kurz ins Wasserglas und dann zeige ich euch mal, was ich mit der zweiten Variante meine. Das ist, glaube ich, auch eine, die ist doch ein bisschen mehr bekannt. Ab ins Glas mit euch. Nehmt kein zu kleines Glas, da wollt ihr das Wasser nicht ständig auffüllen. Also bitte denkt daran, dass die Verdunstung sehr viel Wasser schluckt und nicht die Pflanzen alles austrinken. Genau, die zweite Variante geht dann so ähnlich, aber dafür benutze ich jetzt die Kartoffel, die noch gar nicht gekeimt ist. Für die zweite Variante, wo wir ganze Süßkartoffeln haben, da gibt es jetzt zwei grundsätzliche Methoden, die im Wasser keimen zu lassen oder austreiben zu lassen oder in Erde. Ich habe mich jetzt für Erde entschieden. Dafür eine nicht ganz so große Kartoffelknolle nehmen, teilen und in angefeuchtete Erde stecken. Diese an einem warmen Ort platzieren. Aufpassen, dass keine Staunässe entsteht. Und dann warten wir auch hier auf die kleinen Keimlinge, die aus der Kartoffel rauskommen. Und wenn die auch dann rauskommen, dann müssen auch die ins Wasserglas gestellt werden, um wurzeln zu können. Um solche perfekten Ingwerwurzeln zu erhalten, wie mir hier die KI generiert hat, müssen wir beachten, dass Ingwer auch zu den wärmeliebenden Pflanzen gehört. Ich versuche das dieses Jahr zum ersten Mal und hoffe, ihr macht das vielleicht auch. Eine Pflanze, die auch auf dem Balkon in einem sehr großen Topf funktionieren sollte. Ja, kommen wir zum Ingwer. Hier muss ich euch erzählen, da gab es wohl einen kleinen Fail. Ich hatte Ingwer, der schon keimte und der hatte schon schöne grüne Triebe. Und dann habe ich die in Perlit gelegt, schön befeuchtet und dann ist mir das Ganze gekippt und das fing ein bisschen an zu schimmeln. Dann habe ich versucht, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Es hat auf jeden Fall nicht den Erfolg gehabt, den ich mir gewünscht habe. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze ein bisschen zu retten, weil einige von denen haben trotzdem das Ganze überlebt und haben kleine Ansätze gebildet, wie man sieht. Ich glaube auch, dass ich die jetzt noch retten kann. Ich bin aber auf jeden Fall nicht überzeugt, die in Perlit wurzeln zu lassen. Auch wenn es, hier bei diesem kann man es jetzt erkennen, hier hat sich ein Wurzelchen gebildet. Aber an sich sieht die ganze Knolle sehr vertrocknet aus. Also das Spiel zwischen zu viel Feuchtigkeit und Schimmel und Trockenheit und dann dieser Austrocknungsprozess, das hat mir nicht so gefallen. Ich wechsle jetzt diese hier von den Perliten auf eine normale Pflanzerde und hier, wo die Würzelchen sind, hoffe ich doch, dass die dann reichen, um den kleinen Ingwer hier zu versorgen. Ich habe mir nochmal neuen Ingwer besorgt
und versuche eine Methode auszuprobieren, die ich noch recherchiert habe, nämlich einfach die in ein bisschen Wasser zu legen, in der Hoffnung, dass dann die Wurzeln rauskommen. Ich habe jetzt nicht den perfekten Ingwer. Man sieht, hier gibt es jetzt nicht so viele Knotenpunkte, aber ich würde sagen, es geht trotzdem. Ist groß genug, das Stück. Und die packe ich jetzt nur in so eine Art Wanne mit ein bisschen Wasser. Schaue, dass die nur so zur Hälfte drin liegen. Und hoffe, dass die auch so wurzeln. Was damit passiert, werden wir dann sehen. Jetzt gehen wir erstmal zurück zur Topfung von den Ingwer, die schon kleine Würzelchen hatten. Hier nehme ich einen sehr, sehr großen Topf. Warum? Der Ingwer soll natürlich auch große Knollen bilden, braucht dann natürlich viele Nährstoffe. Und dazu muss der Topf auch ausreichend groß sein. Ja, und dann nehme ich jetzt diese Knolle, die hier schon so 2 kleine Wurzelchen hat, und grabe die so leicht ein, so dass der kleine Keimling, der sich da rausstreckt, das Sonnenlicht sieht. Auch dieser Topf muss noch im Warmen stehen. Auf dem Balkon wäre es jetzt bei aktuell 4 Grad hier in Berlin. Bisschen zu kalt. Der mag es ein bisschen wärmer. Ich gucke mal, ob das auch funktioniert, wenn noch gar nicht so viele Würzelchen dran sind. Ich glaube, ich habe hier noch was. Das wäre dann so mein Testcase. Ob das auch funktioniert, wenn ich es einfach so einflache. Ja, davon berichte ich dann wahrscheinlich wieder in einem Short. Das ist dann leichter zu gucken, was in 2 Wochen passiert ist. Oh, erstmal Hände waschen. Und zuletzt wollte ich euch eigentlich noch sagen, dass es jetzt eine gute Zeit ist, auch den Rosmarin zu vermehren. Ich habe mir hier große Zweige von meinem aus dem Garten geschnitten und vor 2 Wochen in ein Wasserglas gestellt. Sogar im Schatten, also gar nicht unbedingt im besten sonnigen Gefilde, sondern einfach im Schatten, im Flur. Und ich konnte, gerade als ich den Wasserwechsel gemacht habe, auch schon erkennen, dass die ersten kleinen, dass hier schon die ersten ganz kleinen Wurzelchen drankommt. Das dauert meines Erachtens bei Rosmarin immer sehr lang, also da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber das ist dann im Frühling auch eine schöne Geschichte zum Verschenken, wenn man die Zweige dann tupft, wenn sie gewurzelt sind, und kann die dann im Frühling an Gartenfreunde oder zu Geburtstagen mitbringen. Denn das ist immer schön, so ein persönliches Geschenk mitzuhaben. Also kann ich jetzt empfehlen, jetzt Rosmarin einfach in Wasser stellen und dann wurzeln lassen. Und wenn die Wurzeln da sind, kann man es topfen. Und das war es ja eigentlich schon. Da ist Rosmarin ganz leicht. Übrigens habe ich in einer Community-Frage eine kleine Umfrage gemacht und gefragt, was für Art von YouTube-Videos ihr am liebsten mögt. Ich blende euch mal das Ergebnis ein. Ich bemühe mich jetzt also, so wie jetzt gerade auch, immer mal wieder auch meine Fails zu zeigen, damit ihr auch aus meinen Fehlern lernt und diese Fehler nicht machen müsst. Bin sehr gespannt, ob das ist, was ihr euch wünscht, und freue mich sehr über jeden, der mir einen Kommentar da lässt, auch was liked oder bei dieser Community-Umfrage mitgemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du noch mehr Videos sehen möchtest von mir, verlinke ich dir gleich. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach dann nächsten Freitag wieder.